Hi, wir sind Andi und Myri und seit über einem Jahr auf Weltreise mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny. Auf unserem Weg nach Südostasien durften wir schon viel erleben. So begann unsere Reise in Europa, wir überwinterten in Griechenland und in der Türkei, um uns dann nach Georgien aufzumachen. Nachdem wir Russland durchquert hatten, erkundeten wir entlang der alten Seidenstraße Länder, die kontrastreicher nicht sein könnten. In der gesamten Zeit durften wir Höhen erleben und Tiefen meistern. Wir tauchten in Kulturen ein und lernten liebenswerte Menschen kennen, gewannen neue Freunde und hatten die schönsten Erlebnisse unseres Lebens. Kurz bevor in der Mongolei der Herbst anbrach, reisten wir nach China ein. Ein großes Ziel, das wir schon lange vor Augen hatten. Nachdem wir China durchquert hatten, kamen wir in Südostasien an. Genauer gesagt in Laos. Auf der Straße von Luang Prabang nach Vang Vieng erwartet uns ein anspruchsvoller Weg. Warum ich den gruselig finde, ob es uns gelingt, dass wir uns in Vang Vieng erholen und warum es trotzdem noch zu einem wunderschönen Erlebnis wird, zeigen wir jetzt. Wie willst du da durchfahren? Hallo und Sabadi aus Laos, genauer gesagt auf den Weg nach Vang Vieng. Und was für eine abenteuerliche Straße noch vor uns liegt, das wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Immer wieder erinnern uns die Straßenverhältnisse an die, die wir damals in Usbekistan gesehen haben. Der Unterschied zu usbekischen Straßen ist hier jedoch, dass es wunderbar grün ist und ein wenig bergiger.
Den schönen Teil der Straße wollten wir natürlich nicht vorenthalten. Also hier in Laos sind manche Bergstraßen wirklich extrem. Die Steigung ist über 10%. Strecken sind nicht immer sehr lang, aber 1, 2, 3 Kilometer schon. Und es ist extrem einfach, das Auto zu überhitzen. Wir haben jetzt schon unser Gebläse auf maximale Stufe warm gestellt. Und ich überwache mit dem Bordcomputer hier drüben die Temperatur und die Motorlast. Aktuell sind wir bei 107 Grad Kühlflüssigkeitstemperatur. Und hier die Stimme aus der Zukunft. Als wir ein paar Monate später die Straße in der umgekehrten Richtung gefahren sind, sollten wir richtige Probleme bekommen, denn dieser Berg ist von der anderen Seite zu befahren sehr viel steiler und das war die sehr seichte Seite. In dem Moment, wo Andi gerade etwas in die Kamera spricht, sieht man mich ja auf etwas zeigen. Und gerade in diesem Moment ist vor uns ein Rollerfahrer mit einer Kalaschnikow auf dem Rücken gefahren. Ich fand's super befremdlich. Wir haben diesen Moment leider nicht auf Video, da ich ja gerade Andi am Film war. Hier wieder eine Aufnahme unserer Kühlmitteltemperatur, mal wieder über 100 Grad. Damit haben wir die ganze Zeit zu kämpfen gehabt. Und dann hatten wir endlich den höchsten Punkt der Straße erreicht. Dort gab es eine große Aussichtsplattform und auch ein paar Geschäfte und ein Café, wo alle möglichen Reisenden aus aller Welt ihre Aufkleber platziert hatten. Es ist passiert, der Aufkleber ist auch hier. Nicht hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? The Land. Hier sieht es vielleicht gerade nicht so steil aus, aber es war wirklich steil und teilweise waren die Straßen nicht mehr vorhanden. Und genau hier haben wir unsere Freunde, Projekt Weltreise, wenn man auf Insta gucken mag, getroffen. Die standen hier und hatten wirklich einen Motorschaden, konnten nicht mehr weiterfahren und haben 2 Tage auf Hilfe gehofft. Das Schlimme ist, die haben sogar eine Versicherung und die Versicherung hat einfach gesagt, ja, wir sind zwar eine weltweite Versicherung, aber Laos decken wir nicht ab. Und somit mussten sie sich halt selber um Hilfe kümmern. Und zum Glück ist das Overlander-Netzwerk so gut und wir hatten Andi bei Overlander gefunden, der uns prompt wirklich seinen allerbesten Mechaniker Dan zur Seite gestellt hatte, der den beiden dann geholfen hat, das Auto in die Hauptstadt zu bringen. Wir haben leider kein Bild von dieser Situation, das war einfach auch nicht angemessen, aber wen es interessiert, schaut gerne mal bei den beiden auf dem Instagram-Account vorbei, dort ist es dokumentiert. Wir haben jetzt wieder mal vor der Tankstelle geparkt. Wir sind gegen die Dämmerung gefahren, also sehr, sehr schnell von der Bergstraße runter, weil wir eben gesehen haben, dass es ein Militärgebiet ist. Es sind sehr viele bewaffnete Soldaten rumgefahren und wir haben auch von Freunden erfahren, die da eine Panne hatten, die dort also festgesteckt haben, schon einen Tag lang, glücklicherweise genau unter dem Militärposten, dass es einfach gefährlich sein soll. Es gibt sehr viele Überfälle und deswegen sind wir schneller durchgefahren und haben noch bei Einbruch der Dunkelheit die Tankstelle hier gefunden, haben gefragt, dann dürfen wir übernachten und wir hatten auch ein nettes Abendessen und jetzt sind wir komplett fertig kaputt und werden morgen den letzten Teil Richtung Wang Vieng fahren. Aber heute diese Bergstraße war fürchterlich
Die war so unglaublich steil und so schlecht. Das war wirklich krass. Diese Straßen hier sind der Hammer. Wirklich, da waren ein paar mehr Highway-Gefühle aufgekommen. So schlimm war die zum Teil. Heute geht's weiter Richtung Wujiang, aber ich kann es nicht aussprechen. Wang Vieng. Danke. Und ja, die Nacht war auf jeden Fall nicht die ruhigste, aber dafür, dass wir hier umsonst stehen durften, war es eine gute Nacht. Und ja, jetzt geht's weiter. So, wir haben vor uns 60 Kilometer, 2 Stunden und die Route ist komplett rot und gelb und geht über Berge und wir haben von Freunden gehört, die Straße soll fürchterlich sein. Die Straßen sind zwar sehr schlecht, aber das Panorama dafür umso schöner. Mir fällt beim Schneiden der Videos gerade auf, wie finster ich immer reinschaue. Und tatsächlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt auf der Reise das allererste Mal Angst, durch die Gegend zu fahren. Andi, Ja? was ist passiert? Wir haben eine Unterkunft gebucht auf der Seite des Flusses, wo die Hauptstraße nicht vorbeigeht. Und es gibt 4 Brücken. Von denen sind mindestens eine Brücke ist eine Fußgängerbrücke. 2 Brücken sind für kleine Roller. Und eine Brücke ist noch nicht fertig. Fragespiel. Welche Brücke haben wir genommen? Wir haben 4 Euro bezahlt und konnten dann über die noch nicht fertige Brücke fahren. An den Baggern vorbei. Wir saßen da eine Weile und haben geredet mit dem Baustellenaufsichtsmensch. Und Ich glaube, wir waren sehr, sehr, sehr verzweifelt. wir sahen sehr, sehr verzweifelt aus. Wir haben ihm Süßigkeiten abgegeben, die wir eben aufgemacht hatten, während wir da gewartet und überlegt haben. Wir haben unsere Unterkunft angerufen, die ging nicht ran. Man muss dazu sagen, ich war hungrig. Da ist die Verzweiflung groß. Ja. Und wir haben schon überlegt, wo wir parken können, ob unser Auto sicher ist, so weit entfernt, irgendwo im Ort, unbeaufsichtigt. Und wir waren so froh, als wir dann über die Brücke fahren konnten. Mal schauen, wie wir wieder zurückkommen. Ja, genau. Der Coconut Pineapple Smoothie war wirklich, wirklich gut. Und jetzt sind wir am Sunset Point. Hier sind lauter Berge um uns rum, die jetzt bei Sonnenuntergang ganz schön aussehen. Yummy. Lecker Pizza. Von einem Franzosen. Nein, was? Frau, Genau, ein Franzose mit marokkanischer Frau, die in Laos eine der in Laos eine Pizzeria macht. So, ein Partei, ein thailändisches Partei für 40.000, das entspricht 1,50 Euro. Mit Tofu für die Möri. Hier sieht man eben ein paar zusammengeschnipselte Aufnahmen, die wir innerhalb von 10 Tagen Wang Vieng gemacht haben. Wir haben einfach mal eine Pause gebraucht. Hähnchen mit Reis und
kleinen Bohnen und Chili und einem Ei. Richtig lecker. Und du hast einen total leckeren Salat. Mhm. Das ist ein traditioneller laotischer Salat. Zu diesem Zeitpunkt im Oktober waren wir genau ein Jahr auf der Straße. Und irgendwie hatten wir ein ganz großes Gefühl nach Pause. Ich glaube, ich mehr als Andi. Denn auch wenn wir unseren Traum leben und ständig reisen, ohne dass wir dabei viel Verantwortung tragen, tragen wir sie doch dennoch für uns. Und wir waren seit dieser Zeit, seit diesem einem Jahr, kaum länger als 2 bis 3 Nächte an einem Ort. Und das immer außerhalb unserer Komfortzone. Immer in neuen Ländern, immer mit einer neuen Umgebung und neuen Menschen um uns drum herum. Und so hatten wir wirklich ein riesengroßes Gefühl nach einmal irgendwo ein bisschen länger bleiben. Weißes Curry, scharf. Rotes Curry mit Tofu, nicht scharf. Das war grün übrigens. Grünes Curry mit Hähnchen, scharf. Und Frühlingsrollen für etwas weniger als 6 Euro. Eigentlich wollten wir nur 5 oder 6 Nächte in dem Hotel verbringen. Wir haben dann spontan nochmal verlängert, weil wir einfach gemerkt hatten, wir brauchen jetzt ein bisschen Zeit an einem Ort, ohne dass wir uns fortbewegen, um unsere sozialen und unsere energetischen Batterien wieder aufzuladen. Und ich muss sagen, das hat wirklich richtig gut getan. Und in so einem Land wie Laos kann man sich das auch wirklich als Europäer leisten, muss ich sagen. Und während wir hier ein paar Bilder von unserer Unterkunft zeigen, sieht man ja, dass alles ziemlich leer ist. Jetzt könnte man meinen, das liegt daran, weil die Saison noch nicht begonnen hat, aber aufgrund eines Buchungsfehlers hatten wir uns in ein Hotel eingebucht, das überhaupt nicht offen war, denn es war für ein Jahr an einen chinesischen Investor verkauft. Da wir aber gebucht hatten und die Laoten eben nicht Nein sagen können, haben sie nur für uns dieses Hotel aufgemacht und sogar den Pool hergerichtet. Und so waren wir irgendwie die einzigen Gäste in einem ziemlich schönen und luxuriösen Hotel. Auch das ist Laos. Es fängt auf einmal an zu regnen und dann regnet es viel. Obwohl die Regensaison eigentlich schon vorbei ist. Okay, bist du eine fotogene Katze? Ja. Ja, du bist eine fotogene Katze. Du möchtest bestimmt was zu futtern. Unsere entspannte Zeit im Hotel, bei der wir wirklich nur fürs Essen nach draußen gegangen sind, ging irgendwann zu Ende und somit wollten wir mit unserem Auto auch noch Vang Vieng erkunden. Gut, wir haben jetzt den netten Laoten mit diesem Auto hier, der gerade wegfährt, gefragt, ob wir hier für 1 bis 2 Tage stehen dürfen und das ist okay. Dann richten wir uns hier mal ein. Ja. Und ich würde sagen, die Aussicht ist perfekt.
Die ist wirklich schön. Ich habe echt Narren gefressen an diesem laotischen Lab. Das ist so ein Salat. Ich esse ihn am liebsten mit Tofu. Und ganz leckere Gemüse. Auch sehr lecker. Und ich bekomme jetzt die Chilis von der Möri. Wir sind auf dem Weg zur Höhle Tam Chang. Ja, wir sind bestens vorbereitet, nicht? Wir haben jetzt gerade erfahren, dass es wohl ein Boot gibt, mit dem wir da hinfahren müssen. Mal gucken. Ja. Ich glaube aber, das ist die falsche Anlegestelle. Nein, das Boot fährt ohne uns. Es gibt es gibt auf jeden Fall Stühle. Okay. Also wir stehen hier vor der ehemaligen Brücke. Da hinten, wo diese roten Schienen sind, ist die wohl rübergegangen. Sieht ein bisschen so aus, als ob es die schon länger nicht mehr gibt. Ja. Ah ja, okay, das wird hier an den Seilen quasi rübergezogen. Ja, es muss nur seitwärts schwimmen, das Boot. Witzig. Ah ja, okay. Ja. Jetzt wird die Schnur wieder darüber gehängt und dann geht's ab. Es ist ziemlich faszinierend, weil kaum ist man unter dem dichten Blätterdach vom Regenwald, wird es viel angenehmer, kühler, erträglicher, die ganze Wärme. Auch wegen dem Bach da unten. Ja. Wir dachten gerade, dass wir irgendwie denselben Eingang da rausgehen, hier, wo wir gekommen sind, aber wir sind plötzlich auf einem ganz anderen Pavillon, der hier mit dem Dschungel ist. Faszinierend. Ja, es fühlt sich an, als ob man mitten im Dschungel steht, auf dem Berg, was wir wahrscheinlich auch tun. Aber damit haben wir ja vorher nicht gerechnet. Ja, hier sind wohl eine Menge Leute mal ertrunken. Nee, nicht ertrunken, verdurstet. Und deswegen wird jetzt hier Wasser gespendet. Nee, ist das im Buddhismus nicht eher? Also im Buddhismus so, dass du das spendest, was du gerne im nächsten Leben mehr haben möchtest. Sprich, ich dachte, du spendest Essen, damit du das nächste Leben gesünder lebst. Oder du spendest Blumen, damit du im nächsten Leben schöner bist. Oder Geld, damit du reicher bist.
War ganz schön. Klein, aber süß. Familienfreundlich, mit großen Wegen zum Durchlaufen. Ist aber auch überall so löchrig, da könnte schon die nächste Höhle sein. Ja. Also ich finde die Umgebung der Höhle fast noch cooler als die Höhle und das ist ganz kostenfrei. Sehr klares Wasser auf jeden Fall. Ja, ich bin auf jeden Fall gleich drin. Ich nicht. Hier mich kurz abkühlen. Okay, das ist kälter als alle anderen Gewässer bisher. Das ist ziemlich kalt. Und jetzt? So, da reinschwimmen darf man wohl nicht. No swim into the cave. Ja, dann macht das nichts. Andi beim Yoga machen? Ja. Schon vorbei. Aber ich habe mir mein T-Shirt so richtig schön nass gemacht, damit ich eine Erfrischung habe. Aus dem kalten Höhlenwasser. Das ist ja fast cooler. Oh wow. Ja, seht ihr süß. Für eine. Ja. Ja, vor diesen großen Haaren habe ich doch ein bisschen Angst. Ich glaube, dass man sich hier auf das Lichterfestival vorbereitet, denn es werden Lichter den Fluss runtergeschickt und zwar morgen oder übermorgen. Übermorgen. Wir sind dann ein bisschen herumgeschlendert und haben den ein oder anderen sehr schönen Tempel angeschaut. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die meisten Touristen nach Wang Vieng kommen, um dort Action-Pakete zu buchen. Sprich, man setzt sich in einen von den zahlreichen Transportern, die man überall sieht, wo man mit bis zu 10 anderen Touristen dann an den Fluss gekarrt wird. Dort kann man dann Tubing machen, man kann Ziplining machen, man kann irgendwo Quad fahren oder einfach irgendwie halb betrunken in den Lagunen baden. Aber auf diese Aktivitäten hatten wir irgendwie keine Lust. Wahrscheinlich sind wir ganz schön spießerisch geworden. Kurz vor dem Sonnenuntergang sind wir dann zum Auto zurückgegangen und haben nichts Großes erwartet, aber wir wurden mit Großartigem belohnt.
Das war wirklich eine wunderschöne Überraschung. Sieht fast genauso professionell aus wie in Kappadokien. Ich glaube, die Jungs brauchen noch ein bisschen, um das zu perfektionieren. Aber es war trotzdem wunderschön. Jetzt machen wir hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Warum wir alles stehen und liegen lassen und beim nächsten Mal in fast einer gefühlten Nacht- und Nebelaktion nach Vientiane fahren, das erzählen wir euch beim nächsten Mal. Jetzt erstmal ciao, tschüss und auf Wiedersehen.